I want to apologize to anyone who's seen the video. I want to apologize to anyone who has been affected or touched by mental illness or depression or suicide. But most importantly, I want to apologize to the victim and his family. Schönen guten Tag zusammen, was geht ab? Willkommen im Jahr 2018. Ich hoffe, ihr seid wundervoll reingerutscht und ihr seht ja ein bisschen was hat sich verändert. Ich habe mir jetzt so einen Greenscreen geholt und deswegen entschuldige ich mich auch erstmal, falls es noch nicht ganz perfekt sein sollte. Denn ich muss das richtige Ausleuchten noch ein bisschen üben tatsächlich. Ansonsten freue ich mich, dass wir alle wieder back am Start sind und jetzt geht es ja direkt los mit einem echt fetten Thema. Viele von euch sollten ihn kennen, Logan Paul. Er ist derzeit einer der erfolgreichsten YouTuber auf der Welt. Zusammen mit seinem Bruder Jake Paul regieren die beiden fast schon YouTube bzw. die Social Media Welt, könnte man sagen. Super erfolgreiche Jungs, allerdings stehen die beiden immer wieder ziemlich in negativer Kritik. Und so sieht es momentan auch für Logan Paul aus. Das Jahr 2018 hat gerade erst mal begonnen und schon hat er seinen größten Shitstorm aller Zeiten an der Backe. Man muss allerdings sagen, zu Recht in dem Fall, denn er hat tatsächlich etwas gemacht, was nicht nur respektlos war, sondern auch tatsächlich gefährlich und das in vielerlei Hinsicht. Derzeit ist Logan Paul mit ein paar Leuten von sich in Japan unterwegs und sie sind unter anderem auch in den Aokigahara gefahren. Das ist ein Wald, ein Naturschutzgebiet, welches den Spitznamen Suicide Forest trägt. Und das eben auch nicht ohne Grund, denn viele Japaner fahren dort jährlich hin, um Selbstmord zu begehen. Und Logan Paul hatte eben auch die Idee, dorthin zu fahren und dort etwas ganz Verrücktes zu machen. Und zwar wollte er zusammen mit seinen Freunden im Wald zelten. Das Ding ist nämlich nicht nur, dass sich jedes Jahr viele Menschen in diesem Wald das Leben nehmen, nein, man sagt auch, dass die Seelen bzw. die Geister dieser Person noch im Wald ihr Unwesen treiben. Und Logan Paul hatte eben die glorreiche Idee, eine 24-Stunden-Challenge in diesem Wald zu machen, bedeutet über Nacht dort zu bleiben und zu gucken, ob man nicht noch Geister sieht vielleicht. Und auch diese Idee ist schon nicht wirklich gut und auch schon ziemlich respektlos. Zumal das ganze Gebiet ja auch noch unter Naturschutz steht und man deswegen sowieso nicht einfach so in den Wald reingehen darf. Die ganze Geschichte ist dann allerdings für alle Beteiligten noch ziemlich ausgeartet, denn sie haben tatsächlich jemanden gefunden, der sich das Leben genommen hat. Eine Person, die tatsächlich an einem Strick einen Baum runterhing. Und das Ding ist hier, jeder normale Mensch würde natürlich sagen, fuck, das ist die krasseste Sache meines Lebens, ich habe noch nie einen toten Menschen gesehen, das ist schrecklich, ich möchte hier einfach nur noch raus. Aber so ein Logan Paul, der denkt da wahrscheinlich einfach anders drüber, beziehungsweise er hat in dem Moment einfach nicht darüber nachgedacht und hat das Ganze tatsächlich gefilmt und zwar die ganze Situation. Sein Kameramann Brandon wollte ihm eigentlich schon die Kamera abnehmen, allerdings hat Logan einfach weiter gefilmt und wollte das Ganze irgendwie, ja, videotapen. Das wirklich Krasse ist einfach, dass dieser Part extrem lang ist. Es gibt mehrere Aufnahmen der Leiche, es gibt sogar Close-Ups dieses toten Körpers. Das Gesicht war zwar immer verpixelt, aber ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass das einfach nicht reicht und dass man sowas etwa einfach nicht filmt. Bei Logan ist es aber scheinbar einfach so, dass er echt ein krasses Empathieproblem hat und einfach nicht so gut realisieren kann, wann etwas geht und wann etwas nicht geht. Leute, die seine Videos aktiv verfolgen, und da zähle ich eben auch zu, die haben das schon öfter sicherlich mitbekommen, dass es immer wieder Stellen gibt, wo sich jeder denkt, fuck, das ist gerade echt heftig und Logan trotzdem noch seine Jokes irgendwie macht. Ein gutes Beispiel ist, als der kleine Welpe von seinem Mitbewohner gestorben ist. Das Video war echt skurril, weil man das Gefühl hatte, fuck, Alter, zeig doch mal ein bisschen Mitgefühl. Das ist zwar keine Entschuldigung für so etwas, aber ich glaube, damit kann man ein bisschen besser verstehen, warum er das in dem Moment gemacht hat. Ich habe mir viele Videos zu diesem Thema angesehen und wirklich viele meinten, er macht es nur wegen der Views und alles ist, was ihn interessiert, sind die Views und alles andere ist ihm scheißegal. Ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Das wäre schon ein bisschen sehr hoch gegriffen. Ich kann mir einfach wirklich vorstellen, dass er echt ein Problem hat mit Mitgefühl. Und es gibt viele Menschen, die das Problem tatsächlich haben und nur auf sich bezogen sind und das Mitgefühl für andere nicht so gut zeigen können. In dem Fall wären jetzt aber eigentlich einfach die Begleiter auch meine Pflicht gewesen, zu sagen, Logan, das geht nicht, wir gehen hier jetzt weg und wir filmen das nicht. Das wurde tatsächlich nicht gemacht, beziehungsweise sein Kameramann hat es ja kurz probiert, dann aber auch sein lassen. Das ist zumindest das, was man on camera sieht. Wir wissen ja nicht, was hinter der Kamera passiert ist. Ich habe das Video tatsächlich auch gesehen und fand es einfach extrem krass. Mir war klar, dass Logan die tote Person zeigen wird. Das hatte ich einfach im Gefühl und deswegen hatte ich echt eine Zeit lang einfach meine Hand vor der Kamera, um es nicht sehen zu müssen. Ich habe dann trotzdem später feststellen müssen, hat nichts gebracht, denn die tote Person war ja schon auf dem Thumbnail zu sehen. Und das ist auch wieder einfach ultra krass. Und dass da nicht mal jemand sagt, das kannst du nicht bringen, das verstehe ich nicht, ne? Auch einfach aus Gründen des Respekts möchte ich keine Ausschnitte dieses Videos hier zeigen, weil ich das persönlich selbst zu krass fand
und euch das deswegen auch nicht zumuten möchte. Logan hatte zwar versucht, dem Ganzen noch einen positiven Vibe mitzugeben, indem er die Selbsthilfe-Hotline für Suizidgefährdete mit in sein Video integriert hat. Und das sogar für 3 Länder, einmal für die USA, dann für UK und für Japan. Außerdem hat er auch nochmal angesprochen gehabt, dass Depressionen keine Kleinigkeit sind und dass man sich auf jeden Fall, dass man das ernst nehmen sollte und sich Hilfe holen sollte. In den Medien wird er aber momentan ziemlich auseinandergenommen und man muss einfach wirklich sagen, das hier auch zu Recht. Ich vertrete zwar ganz klar die Meinung, dass gerade was die beiden Paul-Brüder angeht, die Leute gerne mal übertreiben. In dem Fall ist es aber komplett richtig. Und außerdem ist es wichtig, dass auch mal solche Jungs so einen Höhenflug ja im Prinzip haben, was ihren Erfolg angeht. Dass die auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht werden und denen auch mal gezeigt wird, ihr könnt nicht alles machen und nicht alles, was ihr macht, ist richtig und gut. Das hat Logan Paul verstanden, indem er sein Video gelöscht hat und nun auch ein Entschuldigungsvideo dazu hochgeladen hat. So what we came across that day in the woods was obviously unplanned. And the reactions you saw on tape were raw, they were unfiltered. None of us knew how to react or how to feel. I should have never posted the video. I should have put the cameras down and stopped recording what we were going through. There's a lot of things I should have done differently, but I didn't. And for that, from the bottom of my heart, I am sorry. Warum sehe ich sein Video jetzt aber eigentlich als Problem an? Zum einen ist das Offensichtliche da, man zeigt einfach keine toten Menschen im Internet, das ist unfassbar respektlos und alleine das schon aus vielerlei Hinsicht. Dann ist es tatsächlich gefährlich, Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es so einen Suicide Forest gibt. Denn bei so vielen Millionen Menschen wie Logan erreicht, besteht halt eben die Gefahr, dass Leute das nachahmen und auch dorthin gehen, um sich umzubringen. Logan hatte ja versucht, einen positiven Effekt zu erschaffen, um den Leuten nochmal zu zeigen, ihr müsst euch nicht umbringen. Hat allerdings nicht funktioniert und wie gesagt, es besteht eben die Gefahr, dass Leute denn gerade dadurch ermutigt werden, es dort auch zu tun. Hört sich vielleicht merkwürdig an, aber ist durchaus ein logischer Punkt. Ein anderer Punkt ist, soweit ich weiß, verstößt so ein Video sogar gegen die Nutzerbedingungen von YouTube. Und ebenfalls ein ganz wichtiger Punkt für mich persönlich ist zumindest die Zielgruppe von Logan Paul. Denn er erreicht einfach Millionen von Kindern und denen wird auf einmal so ein toter Körper gezeigt, wie krass das einfach ist. Ich meine, das ist dem schon klar, dass er viele junge Leute erreicht und dass man so etwas trotzdem tut, obwohl man eigentlich weiß, dass das junge Kids das sehen, für die das sicherlich keine geile Erfahrung ist. Boah, das ist einfach krass. Ich kann euch ein Video zu diesem Thema ganz besonders ans Herz legen und zwar ist es das von Boogie2988. Auch ein sehr bekannter YouTuber, den viele von euch bestimmt schon mal gesehen haben. Und sein Video zu dem Thema ist wirklich einfach unfassbar gut geworden, da es mal kein Video ist, welches einfach nur ganz viel Hass verbreitet, sondern einfach wirklich erklärt, warum das, was Logan da gemacht hat, einfach nicht korrekt war. Because you have a big impact here, not just on the viewers, the low gangsters that follow you and the mavericks. You don't just have a responsibility to them, but you have a responsibility to me and every creator, big and small, many of which are part of your low gangster army. Hundreds of thousands of creators who rely on this platform and rely on the paychecks that we get from them to make our ends meet. And when you do stuff like this, you go viral for the wrong reasons and advertisers get upset. And this is Adpocalypse 3.0 and you caused it, dude. It is you. It is you, because of you, that people like me are going to earn less money, but I have plenty. It's also going to be people who are underneath me who are going to be going back to work full time because their YouTube dream is dead, and that's on you, dude. Und genau so muss das sein, denn Kritik äußern ist immer gut, aber einfach Hass zu verbreiten ist genau der falsche Weg, denn wir kennen alle YouTube und wissen ganz genau, wie viele YouTube denn auf YouTube drauf sind. Und was die zum Teil dann auch wieder von sich geben, ist halt auch genauso falsch wie das Video von Logan. Mich interessieren jetzt natürlich eure ganzen Gedanken dazu. Unbedingt rein damit in die Comments. Ich bin gerne bereit, mit euch zu diskutieren. Das aber bitte alles auf einer Ebene möglichst ohne Hate. Einfach konstruktiv mal ein bisschen diskutieren über ein wirklich sehr krasses und eigentlich auch trauriges Thema. Und noch eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn auch ihr irgendwie Selbstmordgedanken haben solltet oder euch einfach richtig scheiße fühlt. Ich habe euch auch noch ein paar Selbsthilfenummern unten in die Videobeschreibung geschrieben. Fühlt euch frei, da gerne mal anzurufen und euch einfach Hilfe zu holen. Zum Abschluss bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, denkt drüber nach, was ihr im Internet postet, egal worum es sich handelt. Es kann immer nach hinten losgehen. Und wenn ihr mal einen Fehler macht, ist es scheiße und ihr werdet damit zu kämpfen haben.
Aber Fehler macht jeder mal und wichtig ist, dass man daraus lernt. Das hier war der größte Fehler, den Logan Paul in seinem Leben wahrscheinlich jemals gemacht hat bisher. Und wir können hoffen, dass so etwas nicht mehr passiert und ich denke, auch wir können daraus lernen, dass wir so krasse Scheiße einfach nicht im Internet posten sollten. Mit den Worten ein frohes neues Jahr euch und wir sehen uns ganz bald wieder zum nächsten Video. Bis dahin, Peace and out, euer Phil.